Aber zu Beginn lade ich Sie an diesem Novemberabend ein, mit mir ein Licht der Hoffnung anzuzünden. Für Kinder, damit sie nicht mit Hass auf dieser Welt aufwachsen. Thomas Aders aus Honduras. Wir haben die unsichtbare Grenze bereits hinter uns gelassen, vor etwa 10 Minuten. Niemand aus den besseren Vierteln von San Pedro Sula würde freiwillig hierher kommen, denn dies ist das Territorium der brutalen Jugendbanden. Name des Viertels Cerrito Lindo, kleiner, schöner Hügel. Natürlich haben wir unseren Aufenthalt vorher angekündigt, nur so kommt man heil wieder heraus. Unser Ziel, ein Hinterhof, in dem ein paar Nachbarn die obdachlosen Kinder betreuen. Die meisten von ihnen verwahrlost und längst Mitglieder der Banden. Trotz der Nachbarschaftshilfe rutschen die meisten Kids ab in die Welt der Drogen und der Gewalt. Wenn die Jungen von ihren Bossen in eine andere Gegend geschickt werden, dann überleben nicht mehr viele von ihnen. Sie kennen die Leute nicht. Sie wissen nicht, wohin man bei Gefahr flüchtet. Naja, in diesem Fall überleben gerade mal 25%. Honduras. Hunderttausende Straßenkinder. Ohne Familie, ohne Halt, ohne Perspektive. Idealer Nährboden für das Gedeihen der Jugendgangs. Aus ihren Fängen kann sich kaum eines der obdachlosen Kinder befreien. Außer sie bekommen einen Platz in einer der besten Jugendstiftungen des Landes, wie Alex Moya. Der 14-Jährige wurde als Kleinkind von seinem Vater verlassen. Doch weitaus schlimmer war, was er erleben musste, als ein Drogenboss bei ihm zu Hause einbrach. Meine Mutter ist aufgesprungen und der Gangster hat plötzlich gesagt, ich zeig dir jetzt, warum ich hier bin. Und dann hat er eine Pistole genommen und meiner Mutter ins Herz geschossen. Und ich bin losgerannt, um Hilfe zu holen. 4:45. Langsam kommt Bewegung in das Jugendcamp. Waschen, Zähne putzen, Betten machen und dann das Pflichtprogramm. Dazu gehört auch, beim Frühstück zu helfen. In der Stiftung ALE, übersetzt menschliche Aktion, hat jeder der 70 Jungen täglich mehrere Jobs zu erledigen. Ausreden gibt es nicht. Vielleicht sind diese Strukturen das Geheimnis des geradezu unwahrscheinlich erfolgreichen Projekts. Grenzen für Kids, die zwar geschlagen, aber nie erzogen worden sind, die schon mit einem Bein im Grab standen und deren Leben keine Gesetze kannte. Verprügelt, verstoßen, für 100 € verkauft an Kinderpornoringe oder alleingelassen von den Eltern, die von heute auf morgen in die USA gezogen sind. Unter ihnen auch ein heute 11-Jähriger, der als Säugling von der Feuerwehr in einer Mülltonne gefunden wurde. 70 Kinder, 70 Schicksale. Dass sie heute hier Fußball spielen können, eigentlich ein Wunder. Auf der Straße hast du immer Hunger. Manchmal geben die Bosse dir eine Aufgabe und wenn du dabei versagst, wirst du geschlagen und getreten, bis du schreist, dass du nicht mehr kannst. Und manchmal verlierst du dabei sogar dein Leben. 1,5 Autostunden von San Pedro Sula entfernt liegt das ALE Camp und die benachbarte staatliche Schule. Weil die Kids jetzt eine exzellente Betreuung haben und Nachhilfe, wenn's hakt, haben eigentlich alle die Schule geschafft. Die besten von ihnen studieren heute sogar an der Universität. Computerunterricht gehört wie selbstverständlich zur Ausbildung in der Stiftung. Die Jungen sollen vorbereitet sein für ein anderes, ein besseres Leben. Zuerst hatte ich ziemliche Angst, dass ich den Computer vielleicht kaputt mache. Denn zuvor hatte ich den Computer ja noch nie benutzt. Gegründet wurde die Stiftung ALE 1994 von einem deutschen Geschäftsmann. Werkstätten, Lehrräume, Unterkünfte und ein moderner Medizintrakt, der gerade im Entstehen ist. Fast ausschließlich durch Spenden finanziert. Hier können die Jungs zum Beispiel zum Schreiner oder zum Kfz-Mechaniker ausgebildet werden. Wer hier gelernt hat, bekommt mit Sicherheit später einen Job. Wir begleiten den Stiftungsleiter Marvin Lopez auf seiner Rundtour durch die Provinz. Er ist stets wachsam, denn die Banden werden gerade auf dem Lande immer stärker.
Überall zu finden solche Siedlungen, in denen die Menschen ohne Strom und fließendes Wasser in Wellblechhütten leben. Marvin berichtet uns, dass aus solchen illegalen Slums die Mehrheit der späteren Straßenkinder stammt. Und er muss es wissen, er war selbst einer von ihnen. Das Erfolgsrezept der Stiftung, die Lehrer sind quasi vom Fach und werden von den Schülern anerkannt. Zurück im Jugendcamp, Gebet vor dem Abendessen. Natürlich gibt es auch in diesen Mauern Aggressionen. Ab und zu muss einer der Jungs wieder zurück auf die Straße, weil er zu viel Mist gebaut hat, aber das ist die Ausnahme. Das Hauptproblem ist das Versagen der Familie und das komplette Fehlen von staatlichen Sozialprogrammen. Das hat schwerwiegende Konsequenzen für unsere Gesellschaft. In Honduras ist eine gesunde Kindheit und Jugend fast unmöglich. Alex, der den Mord an seiner Mutter anschauen musste, liebt das Musizieren und den Gleichklang mit seinen neuen Freunden. Er kommt jetzt langsam zurecht mit seinen Albträumen und seinen Ängsten. Er fühlt sich, sagt er uns, als ob er neu geboren wäre. Wenn alles gut läuft, schaffe ich es vielleicht sogar zu studieren. Ich hätte das alles hier so gerne meiner Mutter gezeigt und auch, dass ich niemals aufgeben werde. Ich hoffe, dass sie das alles vom Himmel aussieht. Natürlich, 70 Kinder von Hunderttausenden. Die Stiftung ALE in Honduras ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber einer, der Mut macht und der aus Drogenkids selbstbewusste, fröhliche und manchmal sogar tanzende junge Menschen werden lässt. Hier im Camp der guten Hoffnung.